Moin, mein Lampentest neigt sich dem Ende entgegen, aber 2 Lampen habe ich noch und eine ist die NOC Blinder 120. Oder auch NOC Blinder 700, da ist sich NOC irgendwie noch nicht so ganz sicher, glaube ich, wie die eigentlich vermarktet wird. Also Blinder 120, weil 120 Lux oder Blinder 700 wegen 700 Lumen. Und ich warte schon länger auf diese Lampe und bin ganz gespannt, weil sie NOC-typisch sehr schick ist und sich von den technischen Daten sehr eng an meine geliebte Buschmüller Rock hält. Und die vergleichen wir mal beide gegeneinander. Also schick ist sie schon mal tatsächlich. Die wird aus einem Stück Aluminium rausgefräst. Und der Akku, der liegt hier offen, ist aber mit Gummi geschützt. Also das sieht schon mal tatsächlich sehr attraktiv aus. Und es gibt die Lampe nicht nur als 120er Version, sondern auch als Blinder 80 bzw. Blinder 500 Version. Da ist sie ein Tick schlanker und mit weniger Leuchtkraft natürlich. Und natürlich ganz wichtig, die Lampe ist STVZO zugelassen. Es gibt von NOC auch noch diverse Lampen ohne Zulassung. Die 80er und 120er Version hat aber eine Zulassung, dürft ihr also an euer Rad montieren und losfahren. Und was die Lampe auch ist, sie ist natürlich wassergeschützt nach IP6 Standard und ganz wichtig USB-C-Port. Ja, also Schluss mit Kabelsalat. Die Blinder 120 hat 3 verschiedene Leuchtstufen mit 40, 70 und 120 Lux. Und in den 3 Leuchtstufen leuchtet sie jeweils mit 8,5 Stunden, 4 Stunden und 2,5 Stunden in der höchsten Stufe. Also ganz ähnlich wie die Rock, die mit 15, 50, 100 Lux leuchtet und 25, 6 und auch 2,5 Stunden in der höchsten Stufe leuchtet. Dafür ist sie allerdings deutlich schwerer. Tatsächlich ist sie angegeben mit 167 Gramm, wiegt aber eine ganze Ecke mehr, nämlich 184 Gramm wiegt die nackte Lampe ohne Halter. Die Rock ist ohne Halter bei 130 Gramm, also 50 Gramm weniger. Und beim Preis unterscheiden sie sich gar nicht, die werden beide mit einem UVP von 99 € angeboten. Geliefert wird die Lampe in einer Pappbox, also kein Plastik, das ist schon mal sehr schön und äußerst schmale Ausstattung, nämlich nur der Halter. Aber eigentlich reicht das auch und der Halter ist auch ganz interessant. Da wird die Lampe nämlich einfach so reingeklickt und fertig. Ja, und ob das hält, das werden wir gleich mal draußen testen. Ich werde mal mir den ruppigsten Trail aussuchen, den ich hier finde und wir gucken mal, ob die Lampe am Lenker bleibt. Alternativ gibt es von NOC für 9 € ein GoPro-Mount. Den könnt ihr dann auch hier so oben raufstecken und die Lampe dann unter euren Vorbauhalter montieren. Dann ist es sehr aufgeräumt, das Cockpit. Der Akkustand lässt sich einfach durch einen Klick auf den Power-Button prüfen. Also blinkt dreimal grün, scheinbar ist er voll. Darüber wird die Lampe natürlich auch angeschaltet, lange drücken und die 3 verschiedenen Modien durchgeklickt und von der Seite ist die Lampe auch zu sehen. Ja, ist nicht sehr groß, aber reicht wahrscheinlich, um im Dunkeln auch von der Seite erkannt zu werden. Dann würde ich sagen, fahren wir damit mal raus in den Wald und schauen uns das Lichtbild an im Vergleich zur Ixon Rock. Also die NOC sieht deutlich attraktiver aus am Lenker. Das muss man NOC einfach lassen. Das können sie schon sehr gut. Der Halter ist wiederum bei Buschmüller werkzeuglos zu montieren. Bei NOC braucht ihr einen Imbusschlüssel. So, zurück in meinem Lieblingswald. Wieder mit der Buschmüller Rock, Ixon Rock. Ja, und wir kennen das Lichtbild schon. Leuchtet so 35 Meter weit. Schön breit ausgeleuchtet. Hier links ist gerade ein bisschen Schatten. Das liegt aber daran, dass die NOC Blinder direkt neben der Ixon Rock hängt. Deswegen gibt es hier links so ein bisschen Schatten. Sonst wäre das auch hier vorne perfekt ausgeleuchtet. Mit 100 Lux gerade. So, Ixon Rock aus. Und NOC Blinder an. Ja, ein interessantes Lichtbild. Also es ist ein
harter Lichtkasten da vorne und auch hier direkt nah im Nahfeld. Dazwischen so ein kleiner Steg, der stört aber nicht so wirklich. Also tatsächlich ein Stück heller, leuchtet ähnlich weit, also auch so 35 Meter, kein Unterschied. Ja, also ich würde sagen, Tick heller als die Rock. Wir machen gleich nochmal den direkten Vergleich. Dafür aber nicht so breit ausgeleuchtet. Und es gibt natürlich auch hier 3 verschiedene Modien. Das sind jetzt 120 Lux, 70 Lux und 40 Lux. 40 Lux sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, damit kann man super durch die Stadt fahren. Das ist eigentlich hell genug. Das gefällt mir ganz gut. Und volle Kanne 120 Lux. Und nochmal im Vergleich dazu Xon Rock. Also ein Tick weniger hell, dafür ein bisschen weiter ausgeleuchtet. Nochmal die Nock Blinder. Ja, ich fahre damit jetzt mal hier den Trail lang und gucke mal, ob die Halterung auch stabil genug ist und ob das Licht mich da auch überzeugt. So, ich hoffe, man erkennt was. Alles schon schön hell. Kommt eine Kurve, die erkennt man auch super. Ja. Das geht eigentlich sehr gut. Also was ein bisschen schade ist, man erkennt nicht, in welchem Modus man sich gerade befindet. Also die Lampe hier oben leuchtet grün, das ist auch gleichzeitig die Akkustandanzeige. Und wenn ich hier durchschalte, bleibt es einfach grün. Ja, also hier im Wald erkennt man es natürlich super. Aber wenn man in der Stadt unterwegs ist und aus Versehen da volle Pulle Licht anhat, sieht man das vielleicht gar nicht. So, wieder zurück im Warmen und wie immer gibt es ein abschließendes Fazit. Vorher aber noch 2 Sachen, die mir aufgefallen sind. Die Lampe wird ganz schön warm im Betrieb. Also wenn man sie auf voller Pulle laufen lässt, wird sie draußen spürbar warm. Und ich habe sie jetzt eben hier mal gestresst im Zimmer. Und da wird sie so warm, dass man sie kaum noch anfassen mag. Also auf jeden Fall wäre es gut, wenn ihr in Bewegung bleibt mit der Lampe, damit über die Kühlrippen hier genug Fahrtwind zur Kühlung an die Lampe kommt. Und was ich auch probiert habe, weil ich bei der Xon Rock danach gefragt wurde, die Lampe lässt sich nicht aufladen, während sie leuchtet. Also wenn man eine Powerbank ransteckt, hört sie auf zu leuchten. Das geht bei der Xon Rock. Also wenn hier der Saft zur Neige geht, kann man sie noch zur Not über eine Powerbank aufladen, während man weiterfährt. Also Fazit. Die Lampe ist tatsächlich echt schick, das finde ich tatsächlich super und sie ist auch irre hell. Also 120 Lux sind scheinbar eine coole Lichtstärke, mit der man gut durch den Wald brettern kann. Und natürlich gefällt mir USB-C super. Ich möchte eigentlich nur noch Lampen mit USB-C haben. Und was mir auch gut gefällt, ist der Halter. So schlicht er ist, so einfach lässt er sich bedienen. Also klick rein und ich habe sie nicht geschafft, sie irgendwie hier zu bewegen auf dem Halter. Also auch über fiese Wurzeln rüber gebrettert. Die blieb bombenfest. Und da ihr den Halter auch von oben ran klicken könnt, könnt ihr die Lampe auch einfach unter euren Lenker montieren. Ja, also das ist natürlich schon echt super. Die Xon Rock dagegen ist 50 Gramm leichter, ist ja auch nicht so verkehrt. Das Lichtbild ist schon besser, also die ist gleichmäßiger ausgeleuchtet und auch ein bisschen breiter, dafür ein Tick dunkler, also muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Und die Xon Rock kann auch als Powerbank dienen. Also wenn irgendwie euer Smartphone oder euer Garmin oder Wahoo der Saft ausgeht, dann könntet ihr euch den Saft von der Lampe ausborgen und noch bis nach Hause fahren. Und wie eben schon gesagt, die Xon Rock lässt sich auch beim Leuchten laden. Also auch andersrum, wenn der Lampe der Saft ausgeht und ihr seid aber immer noch im Dunkeln unterwegs, könnte man mit einer Powerbank nachhelfen und weiterfahren. Also meine ideale Lampe wäre wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Vielleicht eine Xon Rock mit 120 Lux und USB-C-Port. Auch das war es jetzt wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Und wir sehen uns sehr bald wieder im nächsten Video mit der letzten Lampe für diesen Herbst. Bis dahin, ciao.